Hallo Minecraft-Freunde, ich bin Target Liquid und melde mich aus meiner Pause zurück. Da es jetzt ja hier diesen super Autocrafter gibt, und das wollte ich euch nicht vorenthalten, welche Ideen ich dazu hatte. Leider kann ich zurzeit keine Videos wirklich immer regelmäßig aufnehmen. Das lässt leider meine Lebenssituation nicht zu. Aber ich will in Zukunft noch mehr aufnehmen, dazu komme ich aber später. Jetzt wollen wir uns erstmal anschauen, was mit diesem neuen Autocrafter alles möglich ist. Also, ich habe hier einmal verschiedene Varianten von Kompaktoren sozusagen hier gebaut. Ja. Hier können wir jetzt mal, Moment, einmal hier leeren und dann holen wir mal zum Beispiel einfach Eisen, könnte auch Redstone sein oder sonst irgendwas. Ne? Alles, was man halt zu Blöcken komprimieren kann. Und wenn man dann hier oben das einfach zuführt, dann füllt sich der Crafter und sobald er voll ist, spuckt er quasi den fertigen Block dann hier aus. Nicht? 59 und so weiter. Das Ganze läuft hier über das Buch. Da hat man dann die Seite 9. Dadurch hat man hier die Stromstärke 9. Und sobald er quasi dann hier alle Slots gefüllt hat und der Komparator dann merkt, ja, ich habe jetzt meine 9, schaltet er quasi durch und aktiviert den Crafter. Ne? Das ist jetzt hier die ganz einfache Variante. Hier gibt es dann nochmal die Variante ein Block breiter, weil man vielleicht nicht in die Höhe möchte. Ne, hat die gleiche Funktion. Dann haben wir hier noch, das sehen wir hier, okay, wo immer die herkommt. Habe ich hier was aktiviert? Nö. Wir sehen jetzt 33, 34, ne, der Compacted automatisch. Das Ganze nochmal in der 2-Block-Variante, etwas andersrum gebaut. Nicht? Erfüllt auch entsprechend dieselbe Funktion, in dem Fall Redstone. So, und dann sehen wir hier unten 37, nicht? Er arbeitet sich hier durch. Und das Ganze kriegt man auch nochmal als Ein-Block-Variante hin, indem man entsprechend einfach hier 3 Blöcke vorgeht, dann ein Block hoch und dann über Stufen nochmal zurück, dass man die neuen Stärken hier, die 9er Stärke hier erreicht. Wir sehen hier wird wahrscheinlich jetzt fehlen, beziehungsweise das hier ist zum Beispiel kein Compactor, sondern ein Decompactor. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Redstone mal nehme, das jetzt hier einführe, dann sehen wir, zack, 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 hier kommt dann raus, jetzt ist hier noch alles voller Holz. Doch. Da kann man quasi dekomprimieren oder so, dann entsprechend auch hier komprimieren, nicht? Was man halt möchte. Ne? Ja, ganz easy, ganz simpel und hier kann man dann bauen. Und man sieht, zwar leuchtet die Lampe, aber hier vorne sieht man nur, dieser Crafter ist jetzt nicht. So, dann wollen wir mal zu den ersten Autocrafter kommen. Das hier ist ein relativ simples Design. Ich denke, das ist auch sogar survivalfähig. Hier oben die Kisten müssen nicht sein, die habe ich nur zum Testen hier. Nicht? Ja, das hier ist im Prinzip in erster Linie mal ein ganz normaler Filter. Hier ist das für den ersten Slot und so weiter. Hier könnt ihr dann im Filter die Materialien einstellen, manuell, was ihr dann haben wollt. Das heißt, wenn ihr hier was anderes craften wollt, müsst ihr halt hier den Filter entsprechend auf die Materialien ändern. Von rechts nach links oder meinetwegen auch von hier, von links nach rechts. Das sind dann die Slots. Die Slots entsprechend gezählt von hier 1, 2, 3, 4 und so. So, diese Maschine macht jetzt Folgendes. Bis hierhin ist, glaube ich, den meisten Redstonern klar, was hier passiert. Das ist ein normaler Filter. Dann haben wir hier unten dann quasi die Items drin. Dann haben wir hier zum einen eine Überprüfung über die Komparatoren, ob Material da ist. Sollte was fehlen, geht hier das Redstone an und es ist gesperrt. Und das gleiche ist hier. Okay. So, genau. Dann geht quasi die Lampe an, dass ein Material fehlt. Nicht? Dass man da Bescheid weiß. Fehlt ein Material. Wie funktioniert der jetzt?
Im Moment ist er quasi inaktiv. Man kann ihn auch hierüber ausschalten. Dann wird hier der Komparator gesperrt und die ganze Sache ist aus. Und hier habe ich im Moment noch eine Autocrafting Ende drin. Also sprich, wenn dieser Trichter voll ist, das könnte natürlich auch hier eine Doppeltruhe sein oder so. Hier müsst ihr dann natürlich noch die Slots entsprechend aktivieren. Aber sobald das quasi voll ist, beendet er hier das Crafting. So, das kann ich auch kurz noch mal zeigen, aber mit ein bisschen mehr. So, das heißt, jetzt werden hier 2 Kolben gleich gecraftet und dann war es das. Doch, aber bevor ich das Craften starte, zeige ich euch noch, wie das hier funktioniert. Und zwar müssen ja die Items in der gewissen Reihenfolge reingehen. Und das heißt, dieser Komparator liest die Menge von dem Autocrafter aus und gibt dann entsprechend immer das nächste Item frei. Ihr seht, der erste Trichter ist auch nicht gesperrt, sondern erst der zweite. Die werden also gleichzeitig hier runtergedroppt, sobald ich das aktiviere. Und dann bleiben die Items hier unten drinnen liegen, wie ihr seht. Ja, hier unten liegt schon alles parat. Und während die Redstone-Spur quasi mit jedem Slot, die gefüllt wird, geht die Spur ja ein Stück weiter und entsprechend deaktiviert sich die Fackel und gibt den Trichter frei, dass das nächste rein kann. Wenn alle Zutaten drin sind, wird diese Fackel deaktiviert. Diese wiederum aktiviert mir dann hier die Fackel. In dem Moment werden aus den Spendern die neuen Items in die Trichter gepumpt und das Craften findet statt. Wollen wir uns das mal kurz angucken und dann sehen wir jetzt hier, sollten jetzt eigentlich anfangen die Items. Achso, der erste war ja schon drin. Entschuldigung, den muss ich ja wieder reinmachen, der war ja drin. Doch. Das erste Item hier ist halt drin. Das ist halt ein manueller, aber einfach aufzubauen. Sehen wir, die Zutaten kommen in der richtigen Reihenfolge rein und plopp, es wurde gecraftet. Und der nächste kommt. Doch, und jetzt sehen wir hier, wie sich die Fackeln mit der Spur nach und nach freischalten und dann hier auch die Items gegeben werden. Ja, und das war's schon. So, hat er gecraftet, jetzt geht's nicht weiter, weil Richter ist voll, hat er erkannt. So, ja, dann wollten wir das ein bisschen flexibler haben. So habe ich hier jetzt eine Crafting-Maschine mit 15 Zutaten. Ich habe jetzt hier noch nicht weiter ausgebaut. Und ihr seht, das ist relativ groß. Ja, die Items warten hier, bis sie dann hier freigegeben werden und dann durchfließen. War mir aber ehrlich gesagt ein bisschen zu groß insgesamt, viel Material. Ich wollte das hier kompakter haben. Ja, und deswegen habe ich es kompakter gebaut. Die und die Maschinen sind die gleichen. Ich werde aber an dieser erklären, weil ich hier die ganzen Sachen deutlicher zu sehen habe als hier. Einziger Unterschied ist hier, ich habe das hier kompakter gebaut als den. Ja, also wenn man den sich jetzt anguckt, wenn man hier mal hier passt der erste Block, hier sieht man, ist schon ein bisschen mehr Luft, nicht? So, wenn man hier die Spur gerade zieht, ne, die Blöcke, dann landet man hier. Man hat also 2 Blöcke jetzt. So, wie funktioniert das hier? Das ist auch relativ simpel. Wir haben die Möglichkeit, das Crafting an- und auszuschalten. Ich schalte das jetzt erstmal aus. Hier oben wird einem angezeigt, welche Materialien hier jetzt Auswahl ist. Und wenn die Lampe leuchtet, fehlt halt das Material und es muss nachgefüllt werden. Dann haben wir hier für jeden Slot quasi, können wir jetzt hier am Buch rauslesen, was wir haben wollen. Hier stehen jetzt Redstone-Fackeln und hier Redstone-Staub. Hier noch eine Redstone-Fackel. Das Stein, das, der ist aus, der ist aus, der ist aus. Das heißt, das hier dürfte ein Verstärker sein, der hier rauskommt. Hier nehmen wir das hier mal raus und aktivieren das mal und dann sollte es jetzt theoretisch losgehen.
Hier ist auch, ne, sobald die Kiste voll ist, wird es ausgeschaltet. Ja, dann fangen wir einfach mal an. So, hat er jetzt hier das geschickt oder nicht? Warum nicht? Du bist an. Du solltest doch jetzt hier ein Signal rausschicken, was dann hier rüber geht. Fehlt mir vielleicht ein Material? Nö, nicht. Da sagt er, ist alles gut. Ne? Das ist meine Überprüfung hier, ob Material da ist. Wenn kein Material da ist, wird das hier quasi gesperrt und es wird kein Impuls rausgegeben. Warum er jetzt aber hier keinen Impuls rausgeben wollte, was ja eigentlich über die Beobachter hier stattfinden soll, weiß ich noch nicht. Der Speicher hier, also er hat auf alle Fälle noch einen Impuls drinne und der Speicher ist auch noch gefüllt, also hat sich die Maschine wahrscheinlich einfach nur aufgehängt beim Ausloggen. So. Das heißt, jetzt wird auch das Rezept nicht stimmen. Ich werde das jetzt gleich mal hier rausholen, die war ich zu schnell. Items. Doch. Okay, das kommt hier hin. Das hier wird totaler Kauderwelsch sein. Genau. Keine Fackeln. Stein. Nichts dergleichen. Okay. Dann schalte ich die aus und wieder ein und hoffe, dass sie jetzt arbeitet. Ja, ich bin ja echt erstaunt, dass es gar nicht mehr klappt. Fragt mich nicht warum. Eigentlich sollte er hierüber dann erkennen, okay, das Item ist gekommen und es kommt aber nicht. Warum nicht? Warum kommt hier das Item nicht? Du hast geblinkt auf. Deswegen. Okay. Hat sich hier aufgehängt. Das ist halt jetzt ein kleiner Fehler hier, ne? Hier ist das Redstone, hier sind die Stöcke und die Fackeln werden hier automatisch gecraftet. So, und das darf natürlich hier nicht sein. So, setze ich hier mal entsprechend Redstone nochmal wieder mit rein. Ich denke, der ist hier leer gelaufen, genau, und dadurch hat sich die ganze Geschichte auf. So, das fixen wir mal fix. So, Stöcke raus. Gut, und dann machen wir hier jetzt noch wieder. So. Gut, dann sollte das jetzt auch funktionieren. Dann erklärt sich das jetzt auch, warum das nicht gelaufen ist. So, dann hier den noch mal starten. Tut mir leid. Ist halt, wenn ich die Maschine nicht ausschalte und der als weitermacht, sind bestimmt einige drin. Genau. So, und jetzt sollten der Reihe nach die Items eintrudeln. Das ist jetzt die erste Crafting-Maschine, die ich da gebaut habe für 15 Items. Und wir sehen, jetzt kommen auch die Materialien und geht dann frei. Das kann man halt hier wählen. Und wenn man hier jetzt einen Slot, ich mache jetzt mal wieder aus, macht er noch das Crafting, macht er noch fertig. Das wird hier rüber in diesen Speicher geladen und dann der Reihe nach durchgegeben. Diesen Speicher solltet ihr schon von mir kennen. Komme ich aber auch nochmal später drauf zurück. Und ja, das ist quasi dann die Maschine für 15 Zutaten. Die Lampen hier oben zeigen euch noch, wenn das randvoll ist. Und hier sagt er, wenn leer ist. Ja, hat jetzt natürlich nicht geklappt. Ist noch kleine Schwierigkeit. Ich bin übrigens immer auch für Verbesserungsvorschläge offen. Wir wollen ja gute Maschinen haben. Ja, wenn man was nicht weiß, kann man das nochmal hier nachschlagen. Dann hat man das Rezept, kann sich das hier einstellen, aktiviert sich die Slots und sucht sich halt für den entsprechenden Slot die Zutat
aus. Und hier habt ihr dann Fortschrittsbalken, in dem Fall jetzt 3 schon belegt, heißt es fehlen noch 6. Diese Anzeige stimmt nicht mit dieser überein. Also wenn ich jetzt hier mache, ihr seht nicht die Lampe ist angegangen, sondern die. Das ist einfach nur eine Fortschrittsanzeige. Ne? Das heißt, die läuft dann hier voll und wenn die voll ist, dann ist auch das Produkt fertig. Das können wir uns jetzt nochmal angucken. Sollte das eigentlich wieder losgehen, genau. Im Moment, jetzt zeige ich auch gleich nochmal, wenn ich das anschalte, wie die Lampen hier durchlaufen. Da sieht man dann auch, wie das Rezept sich dann einlädt. So, schauen wir mal. Und zack. Und jetzt sollten wir hier, wenn ich nicht so lahm wäre, auch sehen, wie er sich hier durchgeschaltet hat. Ich habe ja wieder ausgemacht. So, jetzt. Zack, Rezept wurde eingelesen. Da ist der natürlich relativ flott. So, wie gesagt, das gleiche nochmal ein bisschen kompakter. Genauso. Was haben wir hier für ein Rezept? Ich sehe, der mittlere Slot ist aus. Bruchstein. Aha, ich habe eine Vermutung, das soll wahrscheinlich ein Ofen werden. Rezept einlesen und dann kommen jetzt die Items hier hinten durch. Gleiche Prinzip, da sehen wir jetzt, wie das Item in dem Trichter erkannt wird. Das Signal geht rechts runter, löscht den ersten Speicher und beschreibt sich mit dem nächsten. Hier sehen wir jetzt, fehlen noch 2 Zutaten jetzt, beziehungsweise eine. Kommen jetzt gleich hier an. Oh, und noch ein Redstone ist mit drin. 2 Redstone. Dann ist aber irgendwas anderes. Was ist das dann hier? Und dann wieder Cobblestone. Keine Ahnung, was ich da eingestellt habe. So, vielleicht hatte ich ursprünglich mal einen Pisten und habe dann hier nur den ausgemacht. Da haben wir jetzt Stein. Ich habe ein bisschen gespielt. Wer weiß, was da noch übrig geblieben ist. So. Warten, da kommt noch was. Wieder sauber ist. So, ja, allerdings fand ich 15 Zutaten etwas wenig. Deswegen folgen wir jetzt mal den roten Pfeil. Ihr könnt ja auch die Map auf meinem Discord nachher runterladen und selber noch ein bisschen ausprobieren. Deswegen gebe ich euch hier nur einen kleinen Einblick. Ja, und das ist im Prinzip meine ultimative Crafting-Maschine jetzt. Ja, ihr seht, wir haben 30 Zutaten. Pro Slot kann man auch wieder auswählen, ob an oder aus. Und dann kann man auswählen, ob die Zutat 1 oder Zutat 2 ist. Das sehen wir hier dann. Zutat 1, Zutat 2. Und kann sich hier halt durch die Bücher schlagen. Jetzt hören wir gerade, das neue Rezept wird eingelesen. Und hier werden Pisten gebaut. Hier kann man die Rückführung auch ausschalten. Das heißt, man kann das ganze Ding von hier befüllen. Zeige ich auch gleich. Und hier kann man jetzt noch die Menge einstellen. Diese ist jetzt hier abhängig ja, von mehreren Faktoren. Punkt 1, wie viele Slots habe ich da? Ist das ein Trichter, eine kleine Truhe oder eine Schalker oder eine große Truhe? Dann haben wir entsprechend viele Slots drin. Und dann kommt es darauf an, was für Stacks, also ich habe jetzt hier Gegenstände geschrieben, korrekter hätte ich hier die 2 Zahlen drehen sollen und dann Stackgröße schreiben sollen. Wir haben ja Items, die Schwerter, Spitzhacken, die nicht stackbar sind. Wir haben dann nur 1. Haben wir sowas wie Flaschen oder Schilder, die man mit 16 stacken kann. Und dann haben wir natürlich den Standard mit 64. Und je nachdem, welche Slotgröße man, also was für eine Kiste hier ist, zum Beispiel eine große Kiste und da das jetzt Pisten sind, die man bis 64 stacken kann, würde ich jetzt hier 247 Items herstellen. Ja, oder halt nur ein. In dem Fall jetzt hört er auch auf und wird jetzt die gerade noch fertig craften und dann wird das hier aufhören. So, weil wir haben jetzt ja schon 3 Pisten hier drin. So, hier ist jetzt noch der Punkt.
die Items, die grün hinterlegt sind, die müssen zwingend nachgefüllt werden. Alles, was gelb hinterlegt ist, kann nachgefüllt werden, muss aber nicht unbedingt, da die zur Not auch in der Maschine selbst bei Bedarf gecraftet werden. Das Rote gar nicht zuführen, bringt einem nichts. Loren kann ich ganz schlecht filtern. Klar, es gibt Möglichkeiten, nimmt einen aber viel Platz. So, die Kolben sind fertig. Dann will ich die mal Rückführung anmachen. Wir sehen, die laufen hier raus, gehen hier unten durch, gehen hier den Turm hoch, kommen hier raus und jetzt haben wir hier meinen Doppelfilter. Wie funktioniert der? Das möchte ich euch mal zeigen. Am besten mit, wir nehmen mal ein Stack Schwarzpulver. Wir nehmen das. Tue ich jetzt absichtlich hier unten rein, dass wir den Weg gut verfolgen können. So. Und es wird jetzt schön der Reihe nach ausgespuckt. Und wir sehen jetzt, das Papier wird jetzt erstmal nicht sortiert, kommt nicht ran, läuft dann hier rüber, macht die Runde nach oben, positioniert sich jetzt richtig, würde jetzt von der rechten Seite eingesaugt werden, da war aber nichts, geht wieder hoch, hier drüber, positioniert sich jetzt hier richtig und jetzt sehen wir, klack, ist das Papier weg. Also mit dieser Filteranlage kann man quasi links und rechts sich die Items reinholen. Hier unten seht ihr jetzt zwei dieser Auswahlfelder und hier das ist ein Speicher, der ja entweder oben 1 bis 15 speichern kann oder unten 1 bis 15 und gegenseitig verriegelt ist. Also wenn der beschrieben ist, dann kann der nicht beschrieben werden. Ja, das ist wichtig, dass wir hier auch, vielleicht haben wir irgendwo Zutat 1, Zutat 2, dementsprechend ist halt der obere oder der untere beschrieben und kann ja sein, dass ich jetzt hier Zutat 1 habe und hier Zutat 2 und hier dann wieder Zutat 1, dass der sich nicht auf den schreibt und so weiter, sondern dass alles korrekt bleibt. Ja, so, das können wir uns auch schön von hier hinten angucken. Wenn wir das resetten wollen, einmal aus und wieder an, dann wird das Rezept eingelesen. Das sehen wir jetzt hier. Gut, das ist jetzt alles, wie wir sehen, eine Sorte. Und ja, jetzt sehen wir, wie nach und nach jede Zutat dann zugeschustert wird. Diese Maschine ist schon etwas langsamer. Das hat vor allem was mit dem Doppelspeicher zu tun. Aber sie arbeitet halt stetig. Ne? Man muss nicht selber tätig werden. Ja, und mit den Zutaten kann man schon die meisten Sachen herstellen. Es fehlt jetzt nicht mehr viel, wenn man halt noch gewisse Sachen herstellen möchte, wie zum Beispiel, ich schalte das mal aus und lasse den mal fertig craften. Und wir wollen jetzt zum Beispiel mal einen Dispenser haben. Oh, ist da noch was? Ah, einer wird noch gebaut. Okay. So, wie sieht der Dropper aus? Der Werfer, Entschuldigung, da hatten wir hier einmal Stein. Stein, wir gucken einfach mal. Hier habe ich auch wieder die Werkbank und ich will jetzt wissen, wie ein Werfer aufgebaut wird. Wir sehen, Stein statt Bruchstein, Bogen und Redstone. So, den Bogen, den hole ich mir schon mal. Bogen habe ich nicht im Lager, lässt sich auch schlecht stacken und schlecht filtern. Möglichkeiten gibt es. Guckt da am besten mal bei Doc Stanrope vorbei. Der hat da alle möglichen Filter, der ist da Meister in solchen Sachen. So, und jetzt will ich hier zum Beispiel einen Werfer craften. Dann setze ich hier einfach den Bogen rein. Sag dann hier Bruchstein, Slot 1, das war auch Bruchstein. Da, Bruchstein, Zutat 2, hier auch dann Bruchstein. So, dann haben wir hier auch Bruchstein gehabt. Schon drinne. Den hier, den deaktiviere ich jetzt. Man könnte auch hier jetzt das Rezept für den einstellen, weil er einfach der Reihe nach das ausliest. Aber ich glaube, es ist einfacher, man schaltet sich das aus. Ist richtig, du bist jetzt aus. Hier hatten wir jetzt, weil hier ist ja der Bogen drin.
Hier haben wir jetzt auch wieder Bruchstein, das ist korrekt. Dann sind wir hier und haben Bruchstein. Und hier hatten wir jetzt Redstone-Staub, das passt auch. Und hier haben wir erneut Bruchstein, die Slots sind an, Zutat 2. Es sollte alles passen. Wir wollen jetzt noch mal einen herstellen. Das heißt, ich muss hier auch den Pisten rausholen, sonst funktioniert das nicht. Und dann schalten wir sie mal ein. Das Rezept wird eingelesen. Hier habe ich schon den Bogen drin. Und jetzt sehen wir, werden auch die anderen Zutaten hinzugefügt. Und schon hat man einen Werfer. Was man natürlich auch machen kann, wenn man möchte, eben nicht. In dem Fall, wenn ich jetzt, ich kann jetzt hier Schleimkolben herstellen. Ich könnte jetzt auch als Beispiel hier auch jetzt ein Stack Schleimbälle reinmachen und dann würde er das auch normal craften. Nicht das demonstrieren, ja, indem ich mir einfach mal hier jetzt, das schaltet sich automatisch aus, weil ich ja auf 1 stehen habe, deswegen macht er das auch nicht weiter und hier haben wir unseren Werfer. Und sagen wir mal, wir wollen einen Klebekolben bauen. Dafür brauchen wir jetzt ja nur einen Kolben aus der Maschine. Normal könnte man beides einfach machen. Aus, 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 aus. Und hier suchen wir uns jetzt noch einen Kolben raus. Kolben. Da war, oder? Kolben. Zutat 2. Okay. Und dann nehme ich hier mal die Schleimbälle. So. Und dann erhöhen wir hier mal die Anzahl. Und jetzt könnte ich zum Beispiel bei denen einfach hier die Schleimbälle reinsetzen. Ich glaube, so war das richtig. Gucken. So ist richtig. Deaktivieren wir das. Du bist an. Alle anderen Hebel sind unten. Das heißt aus. Die Rückführung haben wir auch aus. So. Und jetzt haben wir hier quasi ein Stack Schleimbälle drin. Und wenn ich jetzt aktiviere, ich kann ja hier jetzt mehrere bauen, dann wird mir das auch hier rüber geschoben. Ich kann jetzt auch beigehen und zum Beispiel auch hier noch einen zusätzlichen Kolben einsetzen. So, und mir quasi die Arbeit beschleunigen. Da sehen wir, klack, klack. Erste Kolben kommt. Jetzt kommt auch schon der zweite. Ja, und so kann man sich auch die Arbeit hier beschleunigen, beziehungsweise der ist ja aus. Stört ja nicht. Dann kann ich hier nochmal Kolben reinmachen. Dann wird es zwar ein bisschen verrückt, aber sie arbeitet normalerweise entsprechend weiter. So, es geht dann ein bisschen schneller bei solchen Sachen, ne? So. Oh. Und jedes Mal, wenn er quasi da durch Dings, dann hat er eine Sache fertig gecraftet und liest dann das nächste Rezept ein. Das heißt, der Speicher ist hier einfach gleich voll. Und ja, das können wir uns gleich von hinten angucken. Das stört ihn aber in dem Fall nicht. So, wir sehen, jetzt habe ich überall Kolben eingestellt und der arbeitet jetzt hier einfach ganz normal weiter. Immer weiter, immer weiter. Und ja, ihr seht, inzwischen haben wir schon 18. Allzu langsam ist sie auch nicht. Und hier sehen wir immer schön, Kolben geht weg. Jetzt ist alles voll und da ist wieder Kolben weg. Und wenn ich jetzt quasi das ganze Crafting deaktiviere, dann werden jetzt auf alle Fälle noch die 8 Stücke oder was auch immer noch übrig ist, dann auch noch fertig gecraftet. Ja, gibt es noch etwas? Ich glaube, das hier war jetzt erstmal alles soweit zu den Crafting-Maschinen. Hier oben habe ich halt noch die Anzeige der Lampen. Wir sehen jetzt, Bretter sind Mangelware. Ist aber kein Problem. Die werden hier intern direkt nach Bedarf gecraftet einfach. Nicht? Hier haben wir noch Kohle und. Ja, dann wünsche ich euch hiermit schon mal viel Spaß. Habt ihr schon mal ein paar Sachen, wo ihr vielleicht auch selber noch ausprobieren könnt. Ja, ich freue mich auch über jedes Feedback. Vielleicht habt ihr auch noch Verbesserungsideen, Möglichkeiten, wie man was kompakter, kleiner oder wie auch immer bauen kann. Ja, und ich freue mich da auf jede Rückmeldung.
So, und nun zu etwas anderem. Ich war jetzt ja schon seit langer Zeit nicht mehr aktiv auf YouTube. Das sind leider meine Lebensumstände. Ich habe zurzeit leider nicht so die Möglichkeit, regelmäßig YouTube-Videos aufzunehmen, obwohl ich so viele Ideen habe. Und ja, zumindest möchte ich euch mit die Ideen teilen und ich verspreche euch, ich bin in der Vorbereitung und sobald sich meine Lebensumstände verbessert haben, werden wir hier auch ja noch einige Überraschungen für euch haben. Ich bin gerade am Überlegen. So, machen wir mal so. Das sollte funktionieren. Ich will euch mal ein paar Sachen zeigen, was ich so vorbereitet habe. Wenn er das hier akzeptiert. Oh, 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 oh. Sehr schön. So, wir sind hier jetzt in meiner Experimentierwelt, wie wir sehen. So, was mache ich hier? Lauter Spinnen züchten scheinbar. Ja, nein. Also, ich arbeite hier gerade an einem Speicher. Ich möchte nämlich, muss ich erstmal, ihr seht überall, aber, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Jetzt seht ihr hier das doch, ich habe eine schwarze Map gebraucht. Ja, wir haben hier zum Beispiel meine Echtzeit-Tagesuhr. 14 Uhr haben wir jetzt, also Mittagszeit scheinbar. Sonne ist vielleicht am Untergehen. Der läuft hier über Tageslichtsensoren unter anderem. Hier ist eine Uhr drin, sagt er, wie wir sehen, zack. Und damit schaltet sich das ist sozusagen eine Minecraft-Funkuhr. So, was haben wir noch Feines? Wir haben hier drüben mein Warehouse, sollte hier irgendwo sein. Hier, das will ich euch auch noch fertig machen. Das wird das Warehouse. Mit diesem Warehouse habt ihr die Möglichkeit, Items zu speichern. Ich weiß nicht mehr, wie viele Millionen es waren. Es wird euch aber dann nachher hier auch angezeigt, Bruchstein und dann wie viele Items quasi geladen sind. Das läuft dann immer durch, kann man sich angucken. Und hier unten drunter sollen entsprechend noch Villager-Handel stattfinden. Hier drin, unten drin wird auch noch alles mit Handelszentrum voll, mit den Villagern, weil ja auch mit dem nächsten Update die Villager sich verändern. Das heißt, ich werde hier entsprechend nach Biom und so weiter die Villager sortieren. Kombiniert mit einer Eisenfarm, inspiriert von Spark. Ich habe quasi die Eisenfarm vom Spark einfach gleichzeitig genutzt, um Handel zu treiben. Hier vorne haben wir unsere Bauern, die sorgen dann dafür, dass wir entsprechend Essen ins Lager kriegen oder handeln können. Und auch unser kleines Haustierchen, die zwei Haustierchen, die hier auf gemütlichem Raum uns Beeren sammeln. Und den brauche ich, damit er ihm Brot zuwirft, was ich ihm hier klaue über die Lore. So, das heißt, im Moment laufen die Items hier runter, glaube ich. Ich habe viele Kisten, wie ihr seht. Kartoffeln, aber keine Brote zurzeit. Aber Eisen ist hier. Eigentlich sollte Eisen hier sein. Ist vielleicht einfach rausgeflogen und kriegt er gelandet. Ja, gut. Diese Mechanik funktioniert hier irgendwie ein bisschen tricky. Eigentlich soll er Brot zuwerfen. Macht er vielleicht auch jetzt. Ich weiß es nicht. Funktioniert nicht immer, aber es kommt auch Brot rein. So, ja, ihr seht, hier ist ein gigantisches Lager drin. Die Kisten können alle gefüllt werden und die werden auch, man kann bis aufs letzte Item alles wieder rausholen. Die Kisten sind so angeordnet. Ihr seht, hier hat man quasi mehr rein Doppeltun. Hier dran ist die Anzeige. Hier schreibe ich quasi rein mit diesen Beobachtern, was das ist. Bruchstein oder sonst irgendwie. Und hier unten drunter haben wir unseren Zähler. Ja, fängt hier unten an. Wir können hier mit diesem Zähler bis wohin zählen, muss ich nochmal gucken. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 Million. So. Und dieser Zähler kann quasi bis 10 Millionen zählen. Und das können wir dann hier unten auslesen lassen und dann hier rüber
dann entsprechend als Zahl anzeigen lassen. Ja, was haben wir noch Feines? Ja, das sind meine Speicherexperimente. Was ihr hier oben allerdings seht, dieser Teil hier, nur dieser kleine Teil hier, das ist auch noch etwas Besonderes. Das zeige ich euch jetzt kurz mal. Das ist nämlich unsere eine Zwei-Wege Insta-Redstone-Leitung. Vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ich konstruiere die kurz, da könnt ihr das dann sehen. Die ist leicht zu bauen und sehr hilfreich sein. So. Das habe ich hier falsch gebaut. So, hier muss das hin. Dann haben wir Beobachter sind noch nötig. Der Beobachter kommt an den Kolben und der an den Kolben, den brauchen wir zum Updaten, damit sich die Maschine nicht aufhängt. Und dann brauchen wir noch unsere Kolben hier als Verriegelung für die Richtung und dann kommen hier Blöcke jetzt. So. Nein. So und hier Redstone, hier geht das dann raus. Und das gleiche haben wir hier nochmal. Und dann geht das hier raus. Jetzt wollen wir das Ganze mal kurz hier. Damit ich euch zeigen kann, dass es auch gut funktioniert. So. Das kann natürlich einmal beim ersten Aktivieren immer passieren. Da bleibt dann mal hier das vielleicht hängen, ist aber nicht weiter tragisch. Könnt den durch das entsprechende Aktivieren hier. Was ist hier? Ach, hier fehlt ein Redstone. Okay. Hier und hier. Das ist da. Okay. Könnt ihr das dann entsprechend aktivieren. So, also, wir sehen. Insta-Leitung direkt an. Ne? Und aus. Und das gleiche können wir von beiden Seiten steuern. Geht auch direkt an und aus oder auch einfach aus der Mitte ein Signal reinführen. Ja, das ist noch ein Ding, das könnte euch noch helfen. Werde ich vielleicht auch nochmal dann, wenn es soweit ist, ich aus meiner Pause zurückkomme, euch dann auch nochmal erklären. Ihr seht, ihr werdet euch in dieser Welt nie zurechtfinden. Dafür habe ich noch etwas anderes. Da kriegt ihr dann immer die fertigen Sachen. So, ich muss mich kurz mal orientieren. Ich habe jetzt hier kein World Map drauf, dadurch wird das ein bisschen schwieriger. Hier sind unsere Displays. Ja, genau. Haha, hier drüben hatten wir ja noch was, wo ich noch mal was ansetzen kann. Das sollte jetzt Warehouse hier die Richtung sein. Bisschen schneller laden darf. So, ihr seht viele Experimente und dies und das, wie kann man was machen. Das Display kennt ihr ja schon, aber was ihr noch nicht wirklich kennt, vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, weil ich es schon mal gezeigt habe. Ich bin ja auch dabei, hier ein steckbares Display zu bauen mit der entsprechenden Tastatur. Ihr seht, die Tastatur ist relativ klein, erfüllt aber eigentlich nachher, oder soll sie zumindest alle Funktionen erfüllen, die auch eine normale Tastatur erfüllt, also auch mit Shift und so weiter. Warum ich jetzt hier noch nicht weitergemacht habe, hat den Grund, dass ich diesen NumBlock direkt als Taschenrechner haben will. Und der Taschenrechner soll stackbar sein. Ja, das ist die Grafikkarte übrigens, mit denen kann man 225 Zeichen dann darstellen. Die muss ich noch programmieren. Aber ich wollte jetzt, ich hoffe jetzt die Richtung oder die andere Richtung. Moment. Ja. Ein bisschen wenig, ne? Hat bestimmt seinen Grund, dass ich so wenig eingestellt hatte. So, was haben wir hier? Ein Wecker, das heißt, es sollte nicht weit weg sein. Hier sieht man übrigens nochmal den Zähler, ne, vom Lager und das Beschriftungsteil. Das ist quasi
Innenleben des Lagers. Ich will aber ganz woanders hin, das Warehouse. Die Richtung. Das hier zeige ich euch gleich, was das ist. Das wird noch auch interessant. Da habe ich auch schon was angefangen. Aber Grafikkarten, Displays. Ist gerade nicht. Okay. Ich kann euch sagen, ich baue zurzeit noch einen stackbaren Taschenrechner. Da bin ich dabei. Und ich muss das mal alles suchen. Da hänge ich noch, gibt es noch ein paar Speicherprobleme. So. Ja. Ah ja, hier nochmal. Das anderes Warehouse, erste Version. Da hatte ich noch die Villager so. Dann habe ich gemerkt, ein bisschen Luft ist hier noch, da kann ich noch mehr machen. Hier wollte ich auch später dann noch die Farben integrieren in das Warehouse. Aber ich finde gerade nicht meinen Taschenrechner. Na gut, warte mal. So, und dann möchte ich euch noch etwas zeigen. So, hier. Hier. Also ihr dürft euch auch noch auf richtig große Sachen freuen. Ja, das wird alles noch kommen. Und ich hoffe, meine Sichtweite ist jetzt nicht zu weit, sonst stürzt mir jetzt gleich das Spiel ab. Jetzt muss ich nämlich runter. Oder? Er macht. Ihr seht, es wird gigantisch. Was ihr hier seht, ist ein Bahnsystem für 759.357 Stationen. Also für über 759.000 Stationen. Ihr könnt für jeden Bereich 1 bis 15 wählen. Das hier gibt dir quasi die Station an der man ist, die Zahlen. Wir gehen mal hier rüber, dann sehen wir sind hier in Station 2 auf Abschnitt 1, in Ebene 1, in Gebäude 1, in der Stadt 1. Und jetzt sage ich mal, ich möchte die Ebene wechseln, dann muss ich angeben, ich möchte zum Beispiel auf die Station 4 im Abschnitt 1, wir sehen jetzt auch die Lampen gehen entsprechend an, dafür aber in Ebene, sagen wir mal 6. Dann, ja gut, hier sollte eigentlich ein Minecart sein. Steigt man jetzt Minecart ein und bin auf der falschen Seite. Hier sollte ein Minecart sein. Steigt man ins Minecart ein, drückt das Knöpfchen. Ihr seht, die Information geht da raus, wird geschickt. Wir kommen hier hin. Ich habe die Weichen verbessert. Bisschen deutlicher macht, bisschen kleiner, damit sie auch die ganze Information verarbeiten kann. Und ich kann hiermit jetzt, es gibt keine Spielererkennung mehr, damit ich zum Beispiel auch Waren schicken kann. Also jetzt kann man alles Mögliche hier durchschicken. Es kommt dann an. Ne? Und jetzt können wir hier mal richtig schön beobachten. Minecart fährt jetzt hier rüber, fährt jetzt hier raus. Ne? Wir verlassen jetzt quasi hier den Abschnitt. Und wir sehen jetzt hier, wir sind auf Ebene 1 gewesen. Er merkt jetzt, oh, wir wollen hier gar nicht in die Ebene 1, sondern wir wollen jetzt ja woanders hin. Wir wollen auch nicht den Abschnitt verlassen. Wenn er den Abschnitt verlassen wollte, würde er dann hier entsprechend rausfahren und hier hinten in den nächsten Abschnitt fahren. Das ist der nächste Abschnitt und das hier ist der andere Abschnitt. Ihr seht, geht hoch. So, das Minecart sollte jetzt schon eingefahren. Es ist schon drinnen. Ah, jetzt aber schnell. Was habe ich gesagt? 8, ne? So, dann wollen wir mal schauen. So, dann sollte hier jetzt gleich das Lämpchen angehen. Oh, nee, da unten fährt's. Hatte ich Ebene 6, oder wie? 6 hatte ich, okay. Schade. Dann mache ich das Ganze nochmal. Also ihr seht, er ist dann auf die Ebene 6 gefahren. Jetzt diesmal aber auf die Ebene 2. Station 3 in Abschnitt 1 auf Ebene 3. So, Minecart rein und starten. Es kann sein, dass ich die alle gelöscht habe. Genau. Hier waren bestimmt vom Test zu viele Minecarts, deswegen hatte ich mal Delete gemacht. So, und hier sehen wir,
Er sollte, glaube ich, zur Station 3 fahren. Ihr seht jetzt auch multiplayerfähig. Er wartet jetzt, bis der raus ist. Und jetzt darf er erst fahren. Also die funktionieren auch so weit. So, und jetzt sehen wir, er fährt jetzt hier rüber zu seiner Station 3 war es, meine ich, was wir gewählt haben. Das heißt, er schaltet sich um. Und war nicht 3, es war die 4. Okay. So, hier weiß ich aber die 3 auf die 3. Jetzt müssen wir nur gucken, wo ist es? Fährt es schon rein? Fährt es schon rein? Fährt es schon rein? Ist er schon unterwegs? Die sind so flott teilweise. Oder ich so lahm, besser gesagt. So, 3, bist du hier schon raus? Nee, scheinbar nicht. Oder doch? Bist du schon durch? Ach komm, wir fahren jetzt einmal mit. Zu Station 1 auf Ebene 4. Einmal hochfahren wir jetzt erstmal. Ich habe Abschnitt gewählt. Ne? Ich habe noch gar nichts gewählt. 1. Was ist hier los? Liegt das jetzt an dem Update oder was? Ja, kommt doch durch. Was ist hier los? Was ist hier los? Was an der Version liegt? Da ist gesperrt. Warum bist du gesperrt? Warum bist du gesperrt? Warum bist du gesperrt? Das ist doch okay hier. So viele Minecarts drin oder was? Kann doch nicht sein. Wird doch egal sein eigentlich. Oder? Aha. Irgendwo hat's gehangen. Keine Ahnung. Einmal einen Trichter geguckt und schon ist gut. Ähm, der sollte mir hier die eigentlich ausspucken. Genau. Oh, ihr seht. So, warum hat sich das hier aber so überfüllt? Wo kommen die ganzen Minecarts her? Habe ich die hier einfach mal reingeschmissen? Möglich. Aber jetzt sollte ich hier wieder wählen können. Station 2. Voll in Abschnitt 1 auf Ebene 4. Ich glaube, beim anderen habe ich am Ende den Abschnitt versemmelt und der hat uns verlassen. So, und jetzt wollen wir endlich mal mit dem Aufzug fahren, oder? Das ist doch unser eigentliches Ziel. Komm, wir beobachten. Übrigens, ich habe hier auch Stresstestmaschinen in dem System drin, die mir automatisch die Minecarts an unterschiedliche Stationen schicken. Über die Tablets könnt ihr euch das angucken, wo die Minecarts, welche Filterfunktion das ist. Es ist halt farbig sortiert, Station, Abschnitt und so weiter. So, er muss natürlich immer kurz warten, bis die Weiche das alles schön erkannt hat. Oder ob auch andere Minecarts noch unterwegs sind. Und hier vorne steige ich gleich wieder zu, dass wir uns dann auch mal am besten sogar im Survival, nein, so, dass ihr auch seht, dass es keinen Schaden gibt, wenn wir jetzt unseren Minecart-Aufzug nehmen, weil ich glaube, der ist auch schon recht revolutionär, dass wir einen Minecart-Aufzug haben, der uns auch wirklich auf das gewünschte Stockwerk bringt. In dem Fall sollte es jetzt, glaube ich, oben gehen und da hat zu spät reagiert. Haben die das Timing verändert? Ich habe jetzt ja gerade die Version geändert. Mal, dass ich in der Version das hier ausprobiere. Ja, natürlich sind wir jetzt Käse hier. Da hat er die Daten gar nicht. Also der wollte uns eigentlich hochschicken. Ach, ich bin ja gar nicht. So. Und da hat hier auch richtig reagiert. Die Weiche hat geschaltet, er war nur zu langsam. Er war jetzt nur zu langsam. Du kommst erst weg.
Überall habt ihr Zwischenstationen an den Weichen, dass falls mal was schief läuft, auch zurückfahren könnt. So, ihr seht, hier ist Station 12 und ich will jetzt aber 1, 1, 4. Ich will das nochmal probieren. Ich weiß nicht, warum es jetzt probiert hat. Ärgerlich. Aber ich will mich eigentlich hier auch gar nicht so lange aufhalten. Ihr seht, ich arbeite an sehr, sehr großen Sachen. Nicht? Und wenn man sich das hier mal so anguckt, ist es einfach so gigantisch. Und wenn man bedenkt, dass von den 759.000 Stationen so ein Gebäude hier, was ihr jetzt hier seht, das sind 225 Stationen. Das sind 225 Stationen. Und das hier hinten, da kommt noch eins. Muss ich nur aufbauen. So, und hier haben wir nochmal 225 Stationen. Soweit bin ich bisher. Dauert noch ein bisschen. Hier gegenüber kommt noch. Die Zwischenverbindungen müssen kommen. Und die ganze Geschichte baue ich aber nicht mehr hier, sondern hier. Und hier dran arbeite ich hauptsächlich und damit werde ich dann wohl auch wiederkommen. Ich gebe euch einen kurzen Einblick. Das hier wird die kleine Spielwelt. Ihr werdet dann hier spawnen. Hier seht ihr mein altes Bahnsystem mit 225 Stationen. Dann habe ich hier hinten das Bahnsystem, seht ihr, kennt ihr vielleicht, da habe ich schon angefangen. Das wird aber noch dauern. Ja. Dann haben wir hier eine Uhr, meine Türen, die habe ich auch umgerüstet, auch meine Geheimtür. Ne? Dann hier ein Wasser-Multifloor-Aufzug. Kann ich auch mal zeigen. Hier sehen wir jetzt Stockwerk 11. Wenn ich jetzt hier die 11 drücke und dann hier reingehe, flupp, dann kommen wir hier direkt auf Stockwerk 11. Das gibt es in zwei verschiedenen Varianten gebaut. So. Oh. Klack. Also Multifloor-Aufzug für 15 Stockwerke. Nee, sogar noch mehr. Man kann nämlich auch einfach aufs Dach und ins Erdgeschoss. Also 17 Stockwerke und 15 Zwischenetagen. So, und jetzt sind wir nämlich oben. So, und hier steht schon, Achtung, erst springen, wenn Lampe an. Also, wenn wir zum Beispiel hier zu diesem Stockwerk wollen, was jetzt Stockwerk 9 ist, dann wird hier irgendwann die Lampe angehen und das hat den Hintergrund, weil das geteilt sein muss. So, klack, und jetzt dürfen wir springen, damit wir hier unten auch im Wasser landen und nicht sterben. Nicht? So, das wird jetzt gelöscht und klack, und das ist wieder. So, das Ganze habe ich extra in Glas gebaut, dass ihr euch das angucken könnt. Am besten mit Optifine, was jetzt für die Version ja noch nicht gibt. Das Ganze gibt es einmal hier in klein und einmal in groß. Also einmal mit Fackeln und einmal nur mit Spuren. Ja, je nachdem, was euch lieber ist. Und hier habt ihr die Knöpfe und hier, das sind halt, ihr könntet hier auch dieses System anwenden. Ja, das könnt ihr genauso hier reinbauen. Ihr könnt auch die Auswahl mit dem Lesepult genauso hier anwenden. Ja, das ist schnurzpieps egal. Hier ist ein bisschen aufwendiger, weil ich hier erst die entsprechende Seite drücke und dann hier. Hier kann ich direkt den Notenblock drücken, wo ich hin will. Die Übertragung hinten ändert sich nicht. Kann man so und so machen. Hier wird halt mit Fackel nach oben übertragen und nach unten ganz normal über die Dings hier, ne, über diesen Turm. Und hier übertrage ich es quasi hier einmal runter über die Komparatoren und hier über diese Säule nach oben. So, jetzt habe ich hier natürlich jetzt die Lampe nicht beachtet. Ich drücke einfach mal. Was ist denn hier ausgewählt? Stockwerk 3. Ich bin auf 8, also muss ich nach unten. Und das gleiche wieder. Wenn die Lampe angeht, dann darf ich springen, damit ich auch hier im Wasser lande. So. Ja. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Spielereien. Datenübertragung, Datenverteilung, ne? Hier Kreuzung zum Beispiel. Ein Verteiler für ganz normale Signale, also Binärsignale, könnt ihr hierüber verschicken. Ja. Ihr seht, die 3 Lampen sind an und die jetzt nicht. Wenn ich jetzt hier den Knopf drücke, der verteilt immer in alle Richtungen, aber schickt nicht zurück. Und den kann man quasi für alle Richtungen einsetzen.
Das Ganze habe ich nochmal für Analogsignale gebaut. Ne? Ihr seht jetzt, schicke ich nur eine Stärke. Also hier kommt jetzt ja nur Stromstärke 1 rein, nicht wundern. Und dann wird die 1 verteilt oder ich mache jetzt die Stromstärke, keine Ahnung, 6, 7, was das ist, 7, wird dann entsprechend verteilt und auch nicht zurückgegeben. Ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal hier aktiviere, dann sehen wir, jetzt dort in alle Richtungen, aber hier kommt nichts. Ja, das sind dann hier ist ein Analogverteiler, das werdet ihr dann auch noch mitkriegen. Dann habe ich hier noch meine Fernbedienungselemente. Da kann man dann hier im Buch auswählen, welche Lampe angehen soll, beziehungsweise hier, ne, wenn dieses und diese Zahl übereinstimmt, dann geht es auch an. Hier ist Seite 1 zum Beispiel. Halte ich Seite 1, solltet ihr auch schon kennen. So, dann leuchtet jetzt diese Lampe. Hier eins meiner allerersten Projekte, ne, mein RSA. Könnt ihr euch dann auch nochmal ziehen. Kriegt ihr aber jetzt noch nicht. Wie gesagt, wenn ich dann wiederkomme und dann wird die Welt hier ganz anders aussehen. Meine stackbaren Mini-Läden mit einstellbaren Preisen und ich habe hier mal markiert, wo überall Platz ist, um zum Beispiel ein Minecart-System durchzuführen. Dann haben wir hier meinen 256er Auswahlklotz. Ja, den kann man hier dann unten, der ist programmierbar, kann man sagen, ich möchte die Farbe oder eben die Farbe. In dem Fall ist jetzt hier grün gewählt. Wollte ich jetzt hier weiß haben, muss der Hebel hoch. Das ist die einzige Ausnahme, weil das Basismodul ist und dann kann man sich die anderen Sachen einfach rausdecken. Und jetzt sage ich zum Beispiel mal, ich weiß nicht mehr, wie gezählt war, ob hier 0 oder hier 0 war. Aber ihr seht, wir haben hier 16. Ja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und das bis hier, das sind dann 16. Und wenn ich jetzt hier unten haben wir Orange, einfach mal Orange aktiviere, ohne etwas zu drücken, dann sehen wir jetzt hier, ich glaube, diese Lampe geht an. Nee, okay, diese Lampe ging an. Und jetzt wählen wir mal die 1 vor noch. 1 und dann auf Orange. Und dann sehen wir jetzt, geht die Lampe an? Jawohl. Und dann geht diese Lampe an. Und das Ganze halt hier zum Beispiel auch mit Flickflack-Steuerung, wo es dann auch beidseitig rausgeht. Oder hier einseitig anders gesteckt. Wir sehen ja, hier ist jetzt das Basismodul auf grün gestellt. Und wenn ich das jetzt hier auf grün aktiviere mit 0, dann sollte das hier jetzt gleich angehen. Genau. Oder halt der lila und so weiter. Also hier kann man 256 Zustände ja, sich auslesen. Riesentower. Ne? Und dann habe ich hier noch eine kleine Spielerei für euch. Da könnt ihr jetzt, wie ihr seht, bis zu 4 Signale einlesen lassen. Unterschiedliche Speichervarianten. Die können wir uns jetzt hier weiterschicken lassen. Zack, zack, zack. Das ist hier übrigens dann eine Übertragung per Zeit. Und dann haben wir jetzt hier noch eine direkte Übertragung für was war das? So, das war hier nur ein Zwischenschritt, genau. Haben wir jetzt hier dann einen Speicher, das wird noch alles kommen. Ihr seht, ich bin hier noch gar nicht fertig und hier kommen dann unterschiedliche Speicher mit unterschiedlichen Funktionen. Ja, und dann haben wir hier noch unsere verschiedenen Regler. Hier kann man Werte einstellen, wann die aktiviert sein soll. Wo ist das hier ist unser Wert, wo ich wähle, wann was geschaltet wird. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel Wert 1, den schalte ich jetzt mal auf 2. Und normalerweise, ich weiß nicht, ob ich das hier fertig gebaut habe, wenn ich jetzt hier auf 2 gehe und jetzt hier, ich kann entweder schalten oder tasten, das ist egal. So, und jetzt sollte er hier auf 2 reagieren. Dann, da kommt das Signal. Okay, zack, und die Lampe ist aus. Und ich kann auch einfach halten und die Lampe ist an. So, aber wir sehen, irgendwo läuft hier noch ein Signal irgendwie immer im Kreis.
Ach, ich habe hier, ja, ihr seht, ich habe hier zum Aufbau, habe ich hier eine Uhr reingesetzt. Und der schaltet mir entsprechend einfach die Signale hier. Und die werde ich aber ausschalten. Doch, könnte nämlich irritieren. Ja, unterschiedliche Regler. Hier kann man dann sagen, ab wann der Wert sich eingeschalten soll und wann nicht. Also hier stelle ich einen festen Wert ein. Bei dem Wert schaltet er nur. Hier kann ich sagen, von bis, also von 2 bis 4, von 1 bis 15, von 3 bis 5. Ja, kann ich so eine Zwischensequenz, deswegen das Symbol auch, ne? Kann ich mir hier raussuchen. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, ab wann, bis wann und ab wann wieder an. Und hier haben wir jetzt quasi den kompletten dann, ab wann an, ab wann aus, ab wann an und ab wann wieder aus. Ja, ihr seht, ich bin hier fleißig in den Vorbereitungen, dass, wenn ich mich zurückmelde, regelmäßig wieder Videos mache. Ja, dann darf euch Großes erwarten. Ich werde hier fleißig dran weiterzimmern und euch auch die ganzen Sachen, das ist nämlich mein Plan, auch nach und nach erklären, wie es funktioniert. Wie gesagt, Fragen, Anmerkungen, bitte, gerne. Ich freue mich. Ich will ein großes Comeback machen. Es wird noch dauern, aber wenn ihr jetzt noch Anregungen habt, was ihr gerne haben möchtet, sehen möchtet oder sonst wie, haut es in die Kommentare. Ich werde gucken, dass ich das in irgendeiner Weise realisiere, wenn es möglich ist. Und dann werden wir uns hoffentlich bald regelmäßig wiedersehen. So, wie gesagt, in meinem Discord-Channel, den findet ihr, Sergeant Liquid heißt er. Findet ihr den in Java Maps unten noch den Upload mit den Autocraftern beziehungsweise mit den Crafter-Maschinen und könnt euch dort das dann runterladen. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffentlich bis bald. Ciao Leute.